Soron 45 km/h, die 2023er Modelle sind eingetroffen und hier ist der Aaron. Grüß dich, Aaron. Hi Sven. Hier ist der Dennis. Hallo Sven. Ja, und grüß dich, Janosch. Hi Sven. Ja, toll. Wir haben sie im letzten Jahr gezeigt. Da hast du deinen Damensattel-Fahrradstil gezeigt. Einige haben gelacht, viele haben danach nicht mehr gelacht und haben gesagt, ist das wirklich dein Schwiegervater? Du hast gesagt, ja. Ist dir auch peinlich, aber egal. Es ist mir höchst peinlich, aber dafür liebe ich ihn. Das ist so. So, was ist das? Was sehen wir hier? Das ist die Suron Lightbee. Das ist 45er Roller in der Klassifizierung mit 2000 Watt Leistung, Straßen zugelassen. 2 kW. 2 kW. Aber Elektroleistung, das heißt, die ist direkt da. Voll elektrisch ist direkt da natürlich. Die macht auch einen Heidenspaß. Wiegt nix. Newtonmeter? Habe ich nicht im Kopf. Genug. Also die geht so, das werden wir gleich mal zeigen, denn wir haben ja einen professionellen Stuntfahrer hier, den Dennis. Und der hat auch schon mal ein bisschen geübt. Üben heißt, man muss sich so ein bisschen auseinandersetzen mit der Dosierung des Gases, nehme ich an, des Gewichtes, die Bremse, das alles. Wie lange hast du gebraucht? Ich habe jetzt 5 Tage das Fahrzeug gehabt, um das daran zu gewöhnen. Das ging relativ flott mit dem Gas, aber ich sag mal, der Otto-Normal-Motorradfahrer, glaube ich, braucht ein bisschen länger, um das zu machen, was ich damit dann mache gleich. Aber für mich ist es auch einfach ein super Fahrzeug, ein super Spielzeug, was man mitnehmen kann, wo man auch schnell mal um die Ecke mitfahren kann, mal gerade ein paar Brötchen holen oder halt auch ein bisschen rumspielen und Quatsch machen oder im Gelände fahren. So, das Ding kommt aus China, aber du sagst, das ist kein normales chinesisches Fahrzeug, was man so kennt für 500 €, sondern das ist High-End. Das ist wirklich High-End. Die haben eine High-End-Fabrik. Die Rahmen werden komplett maschinell gefertigt, auch mit den Schweißnähten. Also alles top stabil. Top stabil. Die fertigen sogar eigene Gabeln, also haben eine eigene Fertigung, weil alles das, was sie kaufen konnten, nicht dafür geeignet war. Haben sie einfach mal selber entwickelt. Genau, richtig. Die ersten Modelle hatten tatsächlich ein paar Zukaufteile. Die machen aber im Moment zurzeit ziemlich viel in Eigenregie, weil die sich halt einfach die Erfahrung angesammelt haben mittlerweile. Vordergabeln sind immer noch in Kooperation mit KKE. KKE ist wer? Das ist ein chinesischer Hersteller. Gut, aber die funktioniert, das werden wir gleich mal sehen. Full LED? Voll LED, Blinker-LED, Rückleuchter-LED, Abblendlicht-LED. Klar, ist für den Akku einfach viel weniger Beanspruchung als eine Halogenbirne. Und schön hell. Und das Coole ist hier, deswegen dieser Entenschwanz hinten dran, da kann ich mir bewusst was Schöneres vorstellen, aber so wie sie hier steht, ist sie zugelassen. Das heißt, du darfst damit mit 2 kW auf die Straße. Genau, das ganz normal mit Straßenzulassung. Ein kleines Versicherungskennzeichen dran, ein paar Euro pro Jahr und ab dafür. Es gibt eine Mega-Szene, muss man sagen. Das ganze Internet ist voll. Jetzt verkauft ihr diese Fahrzeuge ja auch an normale Leute, nicht nur an Szeneinhaber. Stimmt, genau. Die Suron ist bei uns ganz normal erhältlich. Ist normal Straßen zugelassen. Im Moment noch ein bisschen knapp in der Verfügbarkeit, aber wir tun unser Bestes. Hast du genug bekommen? Ich habe aktuell noch genug bekommen, aber wir müssen immer regelmäßig nachbestellen, weil die Nachfrage doch sehr hoch ist. Ja, ich soll mal was zeigen. Ihr habt eine grüne. Ja, wir haben eine grüne, ja, aber die hat dann auch Spiegel. Wir haben die Spiegel ja hier abgemacht wegen Ich wollte doch nur mal zeigen den Leuten, ich krieg doch jetzt auch eine Suron. Ja, du hast so, ja auch so einen Ron besorgt. Genau. Ja, habe ich ja auch besorgt. So, und das habe ich ja nicht ohne Grund gemacht, sondern es ist das perfekte Campingfahrzeug, weil es ultra leicht ist. Genau, es ist ultra leicht und du kannst es gut verpacken und das Wunderbarste, du kannst es in deine Garage reinstellen, ohne dass du nachher Benzin, Öl oder Auspuffgeruch hast. Ja. Der steigt ja drin rauf auf die Betten. Du kannst ihn bei dir in den Kastenwagen reinstellen und kannst nachher super schön schlafen. Und du kannst natürlich auch die Batterie rausnehmen. Haben wir beim letzten Mal nämlich total vergessen. So, wenn die nämlich rausgenommen ist, dann kann ich sie auch auf dem Heckgepäckträger transportieren, wegen Sicherheit und so. Hier, helfen wir deinem Schwiegervater. Der ist... Ich bin unbeholfen heute. Nein, das ist aber wirklich so. Also in letzter Zeit... Ja, ich weiß auch nicht. Hast du die Markise nicht rausbekommen? Ganz wichtig, erst die Sicherung raus, weil hier ist richtig Saft drauf auf dem Akku. Ja, siehst du, brauche ich nicht. Ja. Das Gewicht, was denkst du? 11 Kilo. Er weiß es. Ich weiß es nicht, so. Aber ich kann dir jetzt zeigen, mal hier, ich hebe den jetzt hoch und kann den jetzt in mein Wohnmobil reinheben. So, wenn du mal ein Bein hebst, mach mal hoch. Danke. So, klappt. Also 47 Kilo oder wie viel? Ja, genau. 47 oder? 47 Kilo plus 11 Kilo Akku. Wie sie jetzt hier steht. Genau. Und das Akku nehme ich dann mit rein ins Wohnmobil, damit ich... Sag mal, ich mache mal so doofe Witze über deinen Schwiegervater. Ich muss jetzt aufpassen, ja. Wenn er 47 Kilo auf einem Bein heben kann,
dann kann ich mir mal so richtig paar scheuern, wenn ich böse bin. Oder? Vollkommen korrekt, er kann bald mich heben mit einem Arm. So, Dennis, wir haben jetzt viel rumgeflaxt, aber das ist wirklich ein ernstzunehmendes Gerät, wenn man Spaß haben will. Auf jeden Fall, ja. Das hat alles, was man braucht. Federweg, Bremsen und genug Punch, ja. Ja, jetzt sehen die Reifen sehen so ein bisschen klein aus, das täuscht. Also die sind perfekt. Ja, die sind auf jeden Fall, also für die Straßenverhältnisse sind die super. Offroad, ja, gibt es natürlich auch andere, aber dafür gibt es ja auch dann nochmal die etwas andere Version mit Offroad-Bereifung. Und das hier ist eigentlich eine super Mischbereifung, um auch mal über den Feldweg zu fahren und einfach Spaß zu haben mit dem Fahrzeug. So, Druck- und Zugstufe wurde jetzt nicht eingestellt auf dein Gewicht, aber das kann man machen. Und der Federweg ist für dich ausreichend? Ist ja fett, oder? Ja, ich bräuchte sogar weniger Federweg. Also da ist massig an genug Federweg da, um fast alles mitzumachen, was man so machen möchte. Ob springen oder wie ich halt Stoppies, Wheelies. Oder Brötchen holen auf dem Campingplatz. So, wir erklären mal gerade das Fahrrad, das kleine Teil. Preis von dem? 4.690 €. Boah, ist ja schon viel Geld, aber ihr kriegt kaum genug, oder? Ja, das ist halt wirklich das Problem, die Verfügbarkeit im Moment, wie man weltweit bemerkt. Ja, Nachfrage ist ein bisschen höher, als wir liefern können, aber wir versuchen immer genug auf Lager zu haben. So, Druck- und Zugstufe kannst du nochmal einstellen. Ist da eine Stahlfeder drin oder ist das Luft? Dennis? Eine Stahlfeder drin. Eine Stahlfeder drin, so. Das hat der Gefühl. Nee, das ist ja, also wer hat eine Luftfeder, hat man ja nur im Mountainbike, ja, muss man sagen. Im Motorrad. Gab es in den älteren Modellen hier auch mal, aber die Stahlfeder ist natürlich viel effektiver für auch den Dauereinsatz. Langlebig. Genau. Muss man schon sagen. Umgänglich. So, das Ganze ist da. Es hat eine Hupe, das werden wir mal zeigen. Es hat hinten einen Dämpfer, der auch richtig ausgewachsen ist mit einem kleinen Piggyback, was drauf ist. Also das ist schon gut gemacht, obwohl die Dämpferelemente, Federelemente selber machen. Das ist so schon ganz gute Qualität. Also da kann man nicht meckern, ja. Mir ist keine Fehler aufgefallen. Man sieht ja auch, ich bin das Fahrzeug gefahren und es sind nirgendwo Ölspuren oder sonst irgendwas. Und es lebt noch. So, Kette. Wenn das so viel Drehmoment und Leistung hat, wie würdest du den Lebensdauer von der Kette einschätzen? Das geht eigentlich ganz gut, da die Kette noch mal gefedert ist. Auf der linken Seite siehst du das ganz gut. Der Elektromotor geht erst auf den Riemen, das sieht man hier unter der Abdeckung. Der geht erst auf den Riemen und über den Riemen, über eine Rolle an die Kette. Ach, du hast nicht die direkte Leistung? Geht gar nicht ad hoc auf die Kette, sondern wird erstmal abgefedert. Ist das ein Zahnriemen oder ein Keilriemen? Das ist ein Keilriemen. Ein Keilriemen, das heißt also, notfalls kann der auch durchdrehen. Moment, ich guck mal gerade, es könnte auch ein Zahnriemen sein. Und? Müssen wir mal gucken. Egal. So, wir gucken mal gerade hier hinten die Bremse, eine 4-Kolben-Bremse drauf, eine ordentliche. Was hier mit dabei ist, wie geht sie an? Zeig mal. Ein Schalter, okay. Ist an. Diebstahlschutz irgendwie drin? Diebstahlschutz, Lenkradschloss vorne drin, genau. Okay, ansonsten halt ein fettes Abus Bordeaux oder irgendwas reinmachen. Genau. Weil sind die beliebt? Es wurden schon mal welche geklaut? Mir noch keine Fälle bekannt, aber bestimmt. Kann ich mir vorstellen. Bestimmt. Wenn man die sieht, nimmt man die bestimmt gerne mit. So, ich zeig mal gerade, hier ist Licht drin. Fernlicht hat es auch. Blink mal bitte. So, sehr gut. Fernlicht hat sie keins. Fernlicht hat es keins. So, jetzt hat sie aber, ich sag mal, man darf nicht ins Internet gucken. Es gibt da so ein Kabel, so mehr sage ich jetzt nicht dazu. Die ist bei 45 abgeregelt, aber sie hat, glaube ich, 2 Stufen. Die hat einmal High und einmal Low, oder was? Genau, die hat einmal den EP-Schalter und einmal den Sportmodus. Im Eco-Programm, also der EP-Schalter hat die 900 Watt Leistung und im Sportmodus die vollen 2000 Watt. Okay, also 900 ist ganz gut, wenn es zum Beispiel regnet. Ja. Oder du willst einfach mehr Reichweite. Wenn ich damit pendle zur Arbeit und zurück, habe ich mit dem Eco-Programm natürlich die höchste Reichweite. Okay, dann hat es hier oben ein Tachometer hat's mit drin. Sehe ich denn auch die Batteriekapazität des links, oder? Genau, das ist hier. Da kann ich die Batteriekapazität sehen. Wenn ich das Motorrad nicht starten möchte, um es zu sehen, kann ich auch am Akku einfach kurz den Testknopf drücken. Dann sehe ich auch hier die Batterieleistung. Was ist denn zu beachten, wenn ich hier einmotte? Ist da irgendwie, der Stand sollte nicht ganz voll sein oder kümmert sich der Akku selber darum? Was meinst Lithium, wenn ich die jetzt zum Beispiel überwintere, lass die mal 3 Monate stehen. Ja, das ist in Ordnung. Für lange Zeit ist es am besten, wenn der Akku so, sage ich mal, ein Drittel Akkukapazität hat. Da hält er sich auf lange Zeit am besten. Super. So, Dennis, wir haben viel gelabert. Jetzt werden wir mal Taten folgen lassen. Denn wie habt ihr den Dennis kennengelernt eigentlich?
Den Dennis kennt der Chef, der Herr Müller, der kennt ihn schon lange. Wir haben auch einen Mitarbeiter hier aus der Werkstatt. Also der ist hier vom Ort. Also den kennt man, den Dennis. Den Dennis kennt man. Den Auch, kennt auch, auch wenn man nicht von wurde beantragt. Was hat er gesagt? Habe ich nicht verstanden. Die Die Mutter wurde gefragt, weil die ist Arzthelferin hier bei unserem Kitty heimischen ab. Arzt. Aber das ist ja das Extreme. Dadurch, dass sie ja nichts wiegt. Stimmt, ja. So, das war jetzt ein Vorderrad-Wheelie. Das nennt man wie? Stoppi? Nochmal bitte? Einen Stoppi? Ein Stoppie, okay. So, ich mach mal. Ja, blinkt auch, ganz vorschriftsmäßig. Es blinkt? Blinker, sieht man, glaube ich. Achso, der Blinker blinkt, okay. Der Blinker ist an. Genau. Man muss ja auch wissen, dass hier was vorgeführt wird, ne? Ja, es ist so leicht und so handlich. Ja. Also es macht halt wirklich unglaublich Spaß damit zu fahren. Klar, das, was der Dennis kann natürlich nicht jeder. Aber es ist auf jeden Fall möglich, wie man sieht. Dennis ist professioneller Stuntfahrer und macht das Ganze. Genau, er kommt mal zu mir. Jetzt habe ich auch Angst bekommen. Hast du Angst bekommen? Nee. Janosch. Da die an. Nein, ich wirklich keine Angst. Warte mal, ich mach mal den Weitwinkel auf. Jetzt sieht man ihn. Saugeil. Sag mal, hier die Lautstärke, wenn du das jetzt machen würdest, zum Beispiel mit einer 500er, wäre ein bisschen lauter. Mit der 500er wäre das definitiv lauter. Wir könnten uns nicht unterhalten. Und die Umgebung hätte noch ein bisschen, ja. Spaß. Krass, ist das ein geiles Teil. Und wenn du überlegst, wie viel Spaß du hast, und die darf ich fahren ab 15, glaube ich, oder? Mit 25 km/h geht sie nicht, oder? Ne, mit 25 km/h geht die nicht. Es gibt Drosselsätze dafür, aber das bedarf natürlich dann einer Eintragung. Serienmäßig 45 km/h mit Straßenzulassung. Bitte mal hupen. Wow. Ich glaube, das ist auch wichtig, ja, weil du sie ja nicht mehr hörst. Stimmt. Das ist besonders wichtig, dass man dort eine laute Hupe hat. Einem soll natürlich nicht die Ohren abfallen, aber die macht schon ihren Job. So, was ist normalerweise, hast du noch einen normalen Beruf? Machst du irgendwas anderes noch? Nee, eigentlich nicht. Ich fahre eigentlich nur Motorrad. Fährst nur Motorrad, berufsmäßig. Berufsmäßig, genau. Was fährst du alles so? Eigentlich fast jedes Motorrad, vom Shopper bis zur Rennmaschine. Meine normalen Arbeitsgeräte sind natürlich Yamaha R6 und vielleicht auch irgendwann mal sowas. Ist das jetzt, wird man da gebucht fürs Fernsehen oder wie? Ich mache alles, also Fernsehen bis normale Events, bis Filme, bis Musikvideos, eigentlich alles. Musikvideos, das heißt also, wenn man zum Beispiel einen Rapper hat oder einen Volksmusiksänger, der einfach mal so eine Suron B haben möchte. Ja klar, da kann man ja auch super bei singen, weil man hört mich nicht, aber sieht das, was ich tue, ja. So. Was hat sich denn geändert 2023? Was ist denn neu? Also im 2022er Modell wird ab April gibt's eine leicht höhere Batteriereichweite. Ja. Das ist aber nicht Leicht. viel mehr, aber es ist halt statt 32 Ampere-Stunden sind es 34 Ampere-Stunden. Die Bremse vorne kommt neu. Das sind so die Änderungen, die uns bereits bekannt sind. Was dann jetzt noch letztendlich offiziell angekündigt wird, bleibt noch abzuwarten. So, und auch Und hinten. natürlich der Preis, der wird sich auch noch wird auch angehoben. Das Der wird ist uns- billiger. Auf jeden Fall. Das ist ja so. Je mehr da reingebaut wird, desto höher die Wertschöpfung und desto billiger kann er werden. Also ein richtiges Spaßteil, wenn ich Spaß haben will, zum Beispiel als du mal 16 gewesen bist oder 14, stell dir mal vor, du hättest so ein Teil gehabt damals. Och, dann hätte ich mich bis ein Schneekönig so gefreut, das geht gar nicht. Das Ding, das würde so bei mir eingeschlagen. Ich glaube, dann hätte ich aber mit Sicherheit 10 Akkus gebraucht, weil ich nur fahren würde. Du willst nur fahren. So, und das Ganze kann man ja auch aufladen, zum Beispiel in der Schule, in der Hauptschule kann man das dann aufladen. Ja, logisch, ganz normal im Pausenraum am Stecker. 3 Stunden ist der Akku wieder Ist er voll. wieder voll. So kann ich ja mitnehmen, wenn ich dann nicht verprügelt werde von den ganzen Mitschülern, die dann sagen, was mit einer Suron. Aber ich würde sie auf jeden Fall anbinden, weil das ist sehr beliebt. Kann man sie auch Diebstahl versichern mit dem Kennzeichen?
Das kommt auf die Versicherung an. Wir verkaufen leider keine Versicherung. Gut, macht nichts. Aber ich kaufe ganz normales Moped-Kennzeichen. Ganz normales Versicherungskennzeichen, wie man das vom 45er Roller kennt. So. Was ihr nicht machen dürft, ihr dürft sie nicht tunen, denn dann hat man echte Probleme. Sind Leute schon erwischt worden? Es gibt einige Leute, die erwischt wurden. Also ja. So, die ist nämlich bei 45 Schluss, so werde ich es wahrscheinlich auch belassen. Es sei denn, man ist auf einem abgeschlossenen Privatgelände, zum Beispiel unter Wettbewerbsbedingungen. Dazu gehört ja kein Wald. Da dürfte man das machen. Da weiß nur ich jetzt gerade nicht, ob das bei einem Serienmotorrad mit der Garantie noch hält. Aber mit jedem Sportgerät, was es ja auch von Suron gibt, kein Problem. Jetzt stellt sich ja die letzte Frage, die ich ja habe. Wenn das ja so leise ist, dann könnte ich ja damit eigentlich auch durch den Wald fahren. Aber das darf man, glaube ich, auch nicht. Kostet, glaube ich, 5 €. Ja, also es ist halt trotzdem verboten, im Wald zu fahren, aber man fällt halt weniger auf. Wir haben ein paar Kunden, die sind vorher mit einer Zweitakter Gelände gefahren. Dann stehen natürlich innerhalb von 2 Minuten direkt 6 Förster um dich herum. Das passiert mit der Suron nicht. Geht gar nicht. Nee. So, bitte einmal die Beschleunigung, dass wir es noch einmal sehen. Es ist so krass. Auf die Plätze, fertig, los! Jawohl. 45 km/h und wir werden das Ganze beenden. Wir sind bei Müller Motors Du hast in jetzt auch eine, ne? Königswinter. Ich habe ja auch eine, die zeigen wir jetzt mal. Und vor allen Dingen, du reißt dich ja mit ein in sehr viele Prominenz, die fährt. Also die große, die wird ja von der Polizei gefahren, die Gendarmerie in Frankreich. Da Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, die nähern sich von hinten an, du hörst sie gar nicht mehr. Genau, und vor allen Dingen sind sie auch noch so schnell hinter dir her. Stimmt. Und was noch mit hinzukommt, ist, sie können auch auf Wegen fahren. Das heißt, du kannst ja dann, ich sag mal, mit dem Moped fahren und kannst zum Beispiel auch mal Waldwege überwachen. Du störst ja da nicht mehr. Ja, genau. Also du kannst in der Rheinaue fahren, irgendwo in Parks und kannst einfach... Darfst ja nicht, aber als Polizei... Als Polizei darfst du durch den Wald fahren, darfst in Parks fahren, überall. Also die Stormby ist das ideale Polizeimotorrad, auch für Verfolgung. Also liebe Polizisten, das kriegt man dann auch wahrscheinlich in Blau-Silber, das Fahrzeug? Noch nicht, aber wir könnten ja mit dem Bo reden, der würde da einen bestimmten Polizeisonderanfertigung zusammenstellen, damit die Gendarmerie in Deutschland auch mit sowas ausgestattet werden kann. Ganz umweltfreundlich, umweltbewusst und ja, man hat einen Ersatzakku irgendwo im Einsatzfahrzeug und man fährt damit durch die Parks und lässt die Leute dort zufrieden. So ist das, ja. Vielen Dank an euch alle. Wir zeigen jetzt mal unser Gefährt, denn wir werden von euch, von Müller Motors, etwas ganz Besonderes bekommen. Eine Farbe, die es nicht mehr gibt. Du hast mir eine letzte besorgt. Genau, ich habe dir eine letzte besorgt, eine Suron Lightbee. Einmal zu deiner Linken. Links. Ich drehe. In dem hochbegehrten Grün. Die Farbe gibt es nicht mehr. Wir haben nur noch wenige auf Lager. Und du bist natürlich einer der Glücklichen jetzt. Fahr die mal gerade ein Stück vor, weil die Sonne ist so hell, ich krieg die Farbe nicht mehr drauf. Jawohl, das langt. Ja, damit reißt du dich dann ein in die Promis, die so ein Teil fahren. Echt? Justin Bieber. Justin Bieber fährt an. Ja, auf jeden Fall. Man muss nur Instagram von Justin Bieber schauen. Und jetzt kommt der Clou. Tom Hardy. Du bist jetzt so cool wie Tom Hardy. Er fährt auch mit so einem Ding. Boah, krass, ich stürze mich eine Brücke runter ja, jetzt. Ja, würde ich das jetzt auch tun an deiner Stelle. Auf jeden Fall. Also wenn man so cool ist wie Tom Hardy. So, vielleicht noch ganz kurz Moped. Ich brauche halt entweder so einen, ich sag mal, Moped-Führerschein, den kann ich ja machen, 15, 16, je nach Bundesland. Oder ich brauche einen Autoführerschein, das geht auch. Genau, beim Autoführerschein Klasse B ist auch die Klasse AM immer mit drin. Und AM ist die Klasse für die 45er Roller. Gut. Und du hast wahrscheinlich alle Führerscheine der Welt? Ja, ich habe eigentlich, glaube ich, keinen Führerschein, den es nicht gibt. Okay. Super. Hier steht sie. Ja, ein bisschen Werbung für euch muss ja sein, wenn ihr schon diesen Aufwand in die Hand nehmt und hier Testdriver und so weiter nehmt. Ihr seid in Königswinter. Das liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Genau, in der Nähe von Bonn. Wir sind schon sehr lange Suron-Händler und haben nur gute Erfahrungen mit Suron gemacht. Und ja, und wir haben auch große Kundengruppe, die bei uns Suron kauft. Auch immer mehr Camper, die sich dazu den Ölgeruch im... Ja, aber nicht nur Öl, 47 Kilo leer, jetzt mal ehrlich, das ist ja eine Frechheit. Also das ist geil. Du hast kaum Gewicht? Kaum Gewicht und leider habe ich jetzt die Fußrasten nicht dabei. Also ich bin damit mit meiner Frau in Ungarn durch den Park und durch den Wald gefahren, da stört ja keinen. Und da habe ich eine zweite Fußraster besorgt.
Ja. habe ich hier auf den Tank bzw. auf die Batterie gesetzt. Ja. Da hatte meine Frau noch genug Platz und dann sind wir kilometerweit durch die Prärie gefahren und haben uns Und habt Höllen Spaß gehabt, ja. Das Ganze aber allerdings in Ungarn, muss man sagen. Da ist Ungarn eigentlich EU? Selbstverständlich, So, also das heißt, da gelten auch EU-Gesetze, auf jeden Fall. weil die ist ja nur für eine Person zugelassen. Ich weiß, aber das waren ja so Wege, Ist ja schon verjährt. So. Das ist verjährt, genau. Und So, da steht sie, die Suron macht es bitte nur mit einer Person, macht es bitte nur, wie es in Deutschland zugelassen ist und schraubt auch nicht diesen Scheibenschwanz ab und macht da dieses endgeile andere Teil drauf, gibt's glaube ich. Es gibt viel. Also es gibt wirklich viel. Ja, es gibt zum Beispiel Aufkleber, zeig mal bitte. Du kannst die personalisieren, diese Surons. Ja, also das ist der neue Stickersatz von der 2022er Suron, hier wie man das sieht bei der blauen. Ja. Das sind quasi die neuen Farben, die 2022er haben. Und wir haben die hier auch einmal ohne Sticker. Wir nennen sie herzallerliebst Black Edition. Sieht auch gut aus, komplett in schwarz, ohne Schnickschnack. Ja, die grüne ist schon geil. Also Ja. muss ich sagen, das ist was ganz Besonderes. Und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, wenn ich Interesse habe, deine Rufnummer. 02244 877 590. So, und Royal Enfield hat jetzt auch Elektromotorräder. Nein, wird auch noch bestimmt eine ganze Zeit dauern. Royal Enfield konzentriert sich auf das Alte. Aber nicht das künstliche Alte, sondern die machen echt Retro. So ist das, ja. Und auch das werden wir wahrscheinlich heute oder morgen nochmal filmen. Bisschen Übersicht. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute am 4. März 2022 in Königswinter. Tschüss. Tschüss.